kurzer Zeit ist es in Deutschland an verschiedenen Stellen in der Öffentlichkeit vorgeschrieben, eine Maske zu tragen. In diesem Video wird es darum gehen, wo man eigentlich im Moment eine Maske tragen muss, wer eine Maske tragen muss, was es für unterschiedliche Masken gibt und was sie bringen. Fangen wir mal an mit der Frage, wo wir im Moment eine Maske tragen sollen. Wir sind im Moment verpflichtet, in Geschäften, also zum Beispiel in Supermärkten, Shoppingmalls, Sparkassen und Tankstellen, Mund und Nase mit einer Maske zu bedecken. Außerdem dürfen wir in Bussen und Bahnen nur mitfahren, wenn wir eine Maske aufhaben. Davon ausgenommen sind Kinder, die noch nicht zur Schule gehen und zum Beispiel Kassierer und Kassiererinnen, die hinter einer Plexiglasscheibe sitzen. Ansonsten muss sich aber jeder an diese neue Regel halten. Aber was bringen diese Masken eigentlich? Eine Ansteckung mit dem neuen Coronavirus passiert über Tröpfchen, die wir, wenn wir infiziert sind, beim Husten oder auch beim Sprechen ausstoßen. Diese werden dann von anderen Leuten eingeatmet und gelangen in deren Atemwege. Dort setzt sich das Virus fest und führt zu den Symptomen von Covid-19. Damit ist dann eine andere Person angesteckt. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir uns davor schützen können, uns gegenseitig anzustecken. Eine sehr einfache Art, die Wahrscheinlichkeit zu senken, dass wir andere Menschen anstecken, ist, wenn wir alle eine Maske aufsetzen, die Mund und Nase bedeckt, weil diese Masken einen großen Teil der von uns ausgestoßenen Spuckepartikel abfangen. So können wir das Haus verlassen und minimieren aber trotzdem das Risiko, dass wir andere Leute, zum Beispiel im Supermarkt, anstecken. Die Masken sind vor allem dazu da, andere davor zu schützen, sich bei uns anzustecken. Der Träger der Maske ist nur eingeschränkt geschützt, weil kleine Tröpfchen trotzdem durch die Maske durch können. Bestimmt hast du schon gesehen, dass es viele unterschiedliche Masken gibt. Es gibt verschiedene medizinische Masken, darunter OP-Masken und die sogenannten FFP-Masken. Die FFP-Masken sind total dicht und haben vorne ein Ventil und schützen sogar denjenigen, der sie trägt, vor einer Infektion. Sie liegen ganz fest an und sind so dicht, dass auch kleinste Partikel in der Luft und Aerosole, also klitzekleine Tröpfchen in der Luft, nicht durchkommen. Von diesen Masken gibt es allerdings nicht so viele. Deswegen sind sie bisher Menschen vorbehalten, die im Gesundheitssystem arbeiten, also zum Beispiel Ärzten und Ärztinnen und Pflegepersonal, weil diese mit größerer Wahrscheinlichkeit in Kontakt mit dem Virus geraten. Und dann gibt es noch ganz viele verschiedene selbstgemachte Masken. Die selbstgemachten Masken eignen sich, wie bereits erwähnt, gut, um unser Umfeld vor einer möglichen Ansteckung zu schützen. Es ist jedoch trotzdem wichtig, dass du auch mit einer Maske Abstand zu anderen Leuten hältst und dir regelmäßig gründlich die Hände wäschst. Was gibt es jetzt noch zu beachten? Du solltest die Maske so aufsetzen, dass Mund und Nase auch wirklich bedeckt sind. Die Maske sollte relativ eng anliegen und dir nicht zu groß sein. Wenn du sie an- und ausziehst, solltest du darauf achten, sie möglichst nur an den Gummibändern, die du hinter deine Ohren legst, festzuhalten und nicht die eigentliche Maske mit den Händen zu berühren. Damit sie dann richtig sitzt, kannst du an der Ober- und Unterkante ziehen, damit deine Nase und dein Mund auch wirklich bedeckt sind. Du solltest sie dann zwischendurch möglichst nicht an die Maske fassen und sie außerdem regelmäßig waschen. Das war's zum Thema Masken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!